Servus Leute, weiter geht's bei Fire Emblem Warriors Free Hopes. Und wir sollen jetzt den Palast einnehmen. Ich bin mal gespannt. Ich würde Edel ganz gerne direkt mal zu mir schicken. Können wir aber nicht. Einsatzort ändern. Nee, bleib mal bei mir. Bleib mal bei mir. Du. Ich würde deinen Einsatzort gerne ändern. Kann ich dich hier hinpacken? Das kann ich nicht, schade. Da steht Einsatzort ändern, aber ich kann sie nirgendwo hinsetzen. Was ist denn das für ein Kack? Sie hat Vorteile gegenüber fast jedem. Da ist ein Schlüssel. Du ja eher nicht so. Du auch nicht. Edelgard schon und ich. Nicht so schön. Vielleicht spielen wir dieses Mal mit Edelgard hauptsächlich, wenn wir die beiden gelinkt haben. Weil sie einfach mehr Vorteile gegen Leute hier hat. Achso, die kann ich bewegen, oder was? Nee, kann ich auch nicht bewegen. Hä? Ach so, so meinen die das. Ja, das ist ja... Ja gut, okay. Das Inventarmenü. Im Inventarmenü bereitest du dich auf den Kampf vor. Hier kannst du Waffen ausrüsten, Kampftechniken hier ausrüsten, Fertigkeiten ändern, Klassen ändern. Durch einen Klassenwechsel ändern sich die Waffen, die ausgerüstet werden können, sowie die Aktionen während des Kampfes. Dadurch ändert sich auch dein Vorteil gegenüber Gegnern. Du hast beim letzten Kampf eine neue Waffe erhalten, du rüstest sie jetzt aus. Will ich aber nicht. Da man eine Waffe eine Einheit einfach ausrüsten kann, muss ihr Waffenlevel mindestens genauso hoch sein wie der Waffenlevel der Waffe. Du kannst den Waffenlevel einer Einheit erhöhen, indem du ihren Klassenlevel steigerst oder es dir auf eine erfahrene Klasse aufsteigen lässt. Wenn der Waffenlevel einer Einheit steigt, kann sie mit der Waffe mehr, ich kann noch nicht lesen, aufeinanderfolgende Angriffe ausführen. Ja gut, das Giftschwert ist besser. Ja, dann rüstet es halt aus. Ein Schild brauche ich nicht. Ich könnte hier aber noch eine Fähigkeit ausrüsten. Ich würde fast sagen, einen tiefen Fall machen wir dafür weg. Und machen dafür den Windfeger hin. Gut. Du hast ja nichts Neues für dich, ne? Ne. Na gut. Dann gehen wir los. Los! Jawohl! Schlacht beginnen! So, kann ich dich jetzt... Du hast keine Vorteile gegenüber irgendwem. Begin. Leave this. Looks like you could use some help. Begin. The Sky Spirit watches over me. So viele Mönche, ey. Weißt du was? Wir machen das anders. I am here to aid you. Right then. Let us go to. You appear to need a sit. Good. Unexpected visit must have thrown the court into disarray. In that case, we'd best find and apprehend Duke Ire and Lord Arundel before they grow wise to our scheme. Duke Ire should be in the throne. He'll enter through the back way. Weg zum Thronsaal, jawohl. Vergiftet werden. Wenn du vergiftet wurdest, nimmst du einen feste Zeit lang Schaden. Bla bla bla. Aktions- und Zufälligkeit Schattenblitz gewährt
Weniger Angriffe, die Chance, Nicht-Kommandanten sofort zu besiegen. Chance wird mit Treffer an drücke ZR, um eine kurze Distanz zu spurten. Level up! Level 7! Sehr gut. Ah, cool. Ah, nach hinten kann ich das auch machen. Sehr gut. Dann kann man das als Defensiv-Move nutzen. Wie schön unsere Giftklinge tropft. Das ist lustig. So, wer ist denn jetzt eigentlich wo? Ihr folgt mir alle. Finde ich lustig. Da ist eine Truhe. Der Schlüssel war da. Da würde ich sagen, wir müssen erstmal da nicht durchkommen. Gehen wir erstmal weiter. Thronsaal nun erreicht. Surrender, Duke Ire. What in the... No! Seal the gate now! Du Feigling! Das ist der Vater von Ferdinand. This complicates things. We'll have to cut around through the gardens. Send soldiers to the gardens! I want a sword on every path between myself and those rats! The man is so desperate he doesn't realize he's already lost. So let us break through and prove it to him. So, beide kaputt. Physische Angriffe und magische Angriffe. Es gibt zwei grundlegende Angriffsarten. Physische Angriffe, Schwerter, Äxte, Bögen, Lanzen, Panzerhände. Der Schaden wird anhand der Stärke der jeweiligen Einheit mit der Verteidigung berechnet. Magische Angriffe, Bücher. Der Schaden wird anhand der Magie der jeweiligen Einheit und der Resistenz des Gegners berechnet. Bewährte Ritter verfügen über eine hohe Verteidigung, aber über eine niedrige Resistenz. Bücher nutzende Klassen wie Mönchen und Magiern wird es also leichter fallen, ihnen Schaden zuzufügen. Gewisse Klassen verstehen sich auf beide Angriffsarten. Zudem gibt es einzigartige physische Waffen, die auch magischen Schaden anrichten können. Oh, ein bewährter Ritter. Warte, da brauche ich... Oh, kann ich gar nicht mit ihr. Schade. Geht aber auch so ganz gut, tatsächlich. Und ich weiß, sie konnten auch Magie einsetzen, ja. Lana besetzt die Wintergärten. Sehr gut. Mann, seid ihr alle langsam. Da fliegt der Basiskommander durch die Gegend. So. The time has come, ministers. Show the Duke your true
allegiance lies with the Empire. Leopold von Berkeley. Das müsste der Vater von Kaspar sein. But if you want to leave, it'll have to be through me. Und Waldemar von Hevring, das müsste der Vater von Linhard sein. Although I must seem like nothing in comparison to that bear at the front gates. You would turn on me now. Preposterous. Wait, so those are the nobles you won over? Where did you find the time to orchestrate that? Now that we have Duke Aya pinned down, let us clip his wing. Level up. Level 8. Oh, plus 2er. Noch ein plus 2er. Sehr schön. Das mag ich. Das sehe ich gerne. Wie komme ich denn da rein? In die Mitte jetzt. Ach, da. Windmagie in Status Wind zerrissen. Windmagie-Angriffe können die Gegner mit dem Status Wind zerrissen belegen. Windzerrissene Einheiten erleiden mehr Schaden, nachdem sie hochgeschleudert wurden. Durch den Schaden können Luftklingen entfesselt werden, die die eine in der Nähe zusätzlichen Schaden zufügen. Je stärker der Elementareffekt des Angriffs, umso höher die Chance, Status Wind zerrissen zu bewirken. Auch die Entfesselung von Luftklingen wird dadurch einfacher. Okay. Ja. Ja. Ludwig von Egir. No. You're still outnumbered, and this isn't done until I say it is. Ich weiß noch nicht, was ich als Thumbnail benutzen möchte. It's finished, Prime Minister. Lay down your arms and surrender peacefully. Use the fire orbs. I don't care if you bring the palace down around us. Just do it. Die Truppen Herzog Egir haben die Feuerkugeln aktiviert. Shooting at us? We should probably do something. Here I go. Gnomes, they must learn who they're up against. Toll. Ich bräuchte einen anderen, damit der hier aufräumt. Kacke. Think about that. Still improving. I'm bringing it down. Okay. Leave this one to me. That's my cue. The ambitions of Ludwig von Eyre won't be broken by the likes of you. Dann werde ich mich noch um die zweite Kanonendings da kümmern. Religious power. I am as great as a man can So. Well done, everyone. That does leave Lord Arendelle. Yes, he's the one we need to worry about. Keep moving and remain alert. Duke Aya's been captured already.
didn't even have the grace to buy me some time. Well, I've little interest in facing burden. So it's time for me to deploy my wife. Die mystischen Magier sind auch dort, haben eine dunkle Barriere erzeugt. Besiege die Truppen der mystischen Magier, dunkle Barriere. Oh, okay, mach ich gleich. Level up! Level 9. Sehr gut. Dann lass mal schnell gucken. Right then, let us go to work. I will see my duty done. Von hier aus haben wir keinen guten Weg, denn ihr könnt uns aber schnell die Truhe holen. Das machen wir auch. Level up für Edelgard. Level 4. Sehr gut. Ja, du musst ein bisschen aufholen, meine Liebe. Ein Examenssiegel. Sehr gut. Let us make clear to these fell warlocks that they are most unwelcome in this place. I'm afraid to consider how we'd stand without those two on our side. Tschüss. Wenn ich ein bisschen ruhiger bin zwischendurch, ist daran, dass ich selber Aufnahme-Session, die letzten beiden Folgen, und ich habe mir in der Nacht eine Lippe gebissen. Und sich auf die Lippe zu beißen, ist nicht gerade angenehm. Deswegen schwätze ich heute vielleicht nicht ganz so viel wie sonst immer. Aber das ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Wo ist der Gang nach ganz unten? Ah, hier. Okay. So. Besiegt. Eliminate the mages. These are definitely the same people who kidnapped me. You people are all magic and no muscle. I'll snap you like twigs. You know, it may benefit us to learn more about this dark magic. Kaputt. So, wen kann ich jetzt wohin schicken? Wir sind da. Du bist da unten. Begin. The Sky Spirit watches over me. Right then, let us go to work. You appear. Das ist zu leicht.
Kaputt. Das war jetzt mal ganz schnell. Bam! So. So, dann nehmen wir jetzt den Süden noch ein. The barrier should disappear. That still didn't stop them. It seems they came prepared for any eventuality. Quickly now. We need to reach Lord Arundel before he slips through our fingers. Der Siegerherzog Arundel vertreibt Dunkelheit aus Enbar. Ja. Kommt ihr da unten klar oder braucht ihr mich? Ach, ihr packt das schon. Hubert, you finally said something I like. Now let's go stamp them out. Nebenmission besetzt alle Bollwerke. Okay. Erstmal dich hier kaputt machen, kleines Soldatchen. Nochmal Level Up für uns. Level 10. Du wirst bald mal zur Seite gestellt. Und dann werden wir die anderen spielen. Ich hole jetzt aber noch schnell hier den ganzen Quatsch da. So. Und hier Ritzer ist schon auf dem Weg zur Nebenquest. Aber nicht ohne uns, Kollege. Seid aber nicht so... Fertig. Ich wusste den anderen vertrauen. Okay, Leute. Ja. Ja. Okay, ihr verpisst euch mal. Weißt du, was du machst? Du holst ihn hier unten. Ja. Wo ist Hubert? Da unten. Du hast deinen Spaß da, ja? Ja, gut. Und den Rest kümmern Jeritza und ich uns. Das ist super deutsch. Aber wenn die so schlechte Chancen haben gegen den komischen Graf, dann lasse ich da lieber niemanden von denen ran. Und mach das lieber selber. Wobei ich könnte Edel holen und die mit ihr zusammen dann einen One-Hit machen. Egal. Volkhard von Arundel. Was willst du, Kollege? Komm mal rangerückt um einen Zentimeter. So, hier. Zack, zack, zack und bam. Ich kann gerade nicht. Aber ich kann das hier machen. Super Saiyajin. I know when I am bested. Aua.
We are the darkness itself, and the darkness cannot be slain. He escaped. Cowardly of him. But we can take comfort in our victory either way. I guess. Now what? Huh? Are you kidding me? When mercs want to celebrate a win, we slap our open palms together, like that. Ja, das weiß die. A commendable victory, Lady Edelgard. Deshalb das Wort nicht ein, verdammt. Die Oberschicht. Danke. Die Oberschicht weiß das nicht. Thank you, Hubert. Ich bin in der Folge wirklich sehr gesprächsarm. Es tut mir leid. I imagine that guy's pretty close with Kronya and Tomas, since he shapeshifted and all. Yes. They're all part of a clandestine organization attempting to conquer Fodlan from the shadows. Those who slither in the dark. Huh. Never heard of him. So, what is the plan now, Your Highness? We make ready for my coronation. Hubert, gather everyone in the throne room. At once, Your Highness. Oh, this is wonderful! Your Highness is going to become Your Majesty! Yes, but first I must speak with the Minister of Domestic Affairs, as well as the other counts. Also, I need you to go to the Knights of Saros. I wasn't expecting all of you this soon. What are you— We demand an explanation. You arrested my father, Edelgard. How could you do such a thing without discussing it with me first? I'm probably not getting the finer points here, but you basically defeated both my father and Ferdinand's. Is that right? I wasn't fighting your father, Caspar. He was aiding me, as was Count Hevering. So, what about my father? Did you arrest him? Unfortunately not. Okay. Look, I'm sure you have your reasons for all of this, but maybe you should sit down and talk us through it. And I intend to. We'll reconvene later and clear everything up then. Monica, join me. We'll talk as we go. Was? Nur ein A? Oh, komm. Mittelstufensiegel. Warum denn nur A? Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich konnte nicht schneller sein. Level 2 für Petra. Okay, sehr enttäuschend. Level up für wen? Hubert, Level 3. Ist okay, ist okay. Boah, Level 11. Okay, du musst echt mal ein bisschen nach hinten treten, Lana. Den wir wenigstens halbwegs gleichmäßig leveln. Alter. Sehr gut. Klassenaufstiege sehen super aus. Und ich bin schon kurz vor, also Lana ist kurz vor dem zweiten Stern. What a fascinating power. Rang D erreicht für Äxte, Bögen und die Faust. Der Autoritätslevel. Also heute ist echt nicht mein Tag, glaube ich. Autoritätslevel ist auf D gesprungen. Und folgende Fertigkeit wurde erlernt. Schwungvolle Besetzung. Petra auch Rang D für Schwerter und hat gelernt Geschwindigkeit +2. Und Hubert hat auch Rang D erreicht und hat gelernt Vertrauen. Wir haben eine Eisenlanze bekommen, +1. Oh, da würde sich Ferdinand freuen. Und Bernadette wird sich über den Eisenbogen +3 freuen. Und wir haben 2 Mittelstufensiegel. Und Kircherbsen bekommen. Und ein Albinea-Hering. Ne, Kichererbsen. Ich sage immer Kircherbsen. Kichererbsen. Habe ich auch schon in Free Houses mal falsch gesagt. Und Jagdwild. Aber das A regt mich auf. Warum nur A? Mann. Ich wollte die Nebenquests mitnehmen. Ich will die Nebenquests doch nicht sausen lassen. Nur wegen S-Rang. Quatsch da. And you say I have 2 years to complete these preparations. In cooperation with Count Hevering, of course. You and Hubert can finalize the details later.
As I won't be choosing a prime minister for some time, I realize this may result in extra work for you. However, that also means more latitude to do things as you see fit, so long as you ensure we're prepared for a 5-year war. I will not rest until I discover a solution, Your Highness. So long as our military leaders don't tread on my toes, I shouldn't have too much difficulty. For something this big, you better believe we'll have plenty of need for resources. Leave it to a narrow-minded quill carrier like you to call that treading on your toes. In Her Majesty's name, I will decide what is and isn't appropriate regarding your needs. Also, anyone would seem narrow-minded when compared to a swollen-headed juggernaut such as yourself. A juggernaut, huh? Yeah, I like the sound of that. I see someone allowed his sarcasm lessons to lapse. Moving on. Lord Arundel's followers will doubtless attempt to interfere, so we'll need to keep a close eye on them. Once Count Varley joins us, we can discuss the matter I mentioned further. It seems he's just arrived, Your Majesty. Apologies for my tardiness. Gregoire von Varley at the court service. My, but attendance seems light. Where is the Lord Regent and the rest of our noble six? Duke Eyre stands accused of treason and has been dismissed as Prime Minister. He currently awaits judgment in one of our finer dungeons. Lord Arundel is a fugitive from the same crime, and will be taken in soon. Dead or alive, it makes no difference. Well, this is a rather shocking turn of events. I had no idea Ludwig was capable of such things. Still, rest assured that I am nothing like him. Wenn ich den so ansehe, super teure Rüstung, super fancy und redet wie ein Weichei. Der hat in seinem Leben noch nie gekämpft. Das ist so eine, der hockt auf seinem Pferd und lässt die anderen alle kämpfen und ist ganz weit hinten und guckt dann von da aus zu, was so in der Schlacht passiert. And as for the others, Duke Gert was dispatched to Western Fodland to conduct. And my father, the late Marquis Vestra, perished in the struggle to capture Duke Eyre. Hä? Haben wir irgendwen sterben lassen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Which makes me the new Marquis Vestra, and Minister of the Imperial Household. Ah. You've nothing to fear, Count Varley. Her Majesty intends to bestow a great honor upon you. Majesty? Wait, you mean... The title hasn't been formalized just yet, but as it stands, you should view it as a foregone conclusion. More importantly, Count Varley, there is a very important position I wish for you to fill. I intend to rebuild the Southern Church, and who better to be the bishop than you, our Minister of Religious Affairs? I will make my case to the Archbishop personally. Thankfully, Lord Arundel and his men are no longer around to obstruct such a move. You would bestow such a position on me? Make no mistake, it is a great honor, but are you certain? Very. Now then, your first duty in the role will be to oversee my coronation. Do not fail me, Bishop. I'm sorry to keep you waiting. Folgenzeit wäre eigentlich schon wieder erreicht. Doch, ich habe mich recht wohl gefühlt, danke. Though I do feel a bit out of place here. Understandable. Everyone here either is a noble themselves or serves one. However, that will change. As Emperor, I plan to end discrimination based on social status. Everyone will have a chance to rise to the top, whether they are born into the aristocracy or not. No more nobles or commoners, huh? That does sound pretty great. I'll be impressed if you can actually pull it off. Oh, I will. But at the moment, I have a proposition for you. Go on. We've successfully expunged the Prime Minister and the rest of that puppet government. But a certain amount of unrest is unavoidable. Which means I must remain here in the capital. In other words, I can't go back to Garrick Mach and continue my studies. What about the others? Our noble families will be in disarray as we transition to my system and new heads of household take power. Of course, some, like Dorothea, are not as affected as the other students.
but all of them have offered to stay and help rather than return to the monastery without us. If you'd be willing to do the same, I'd like to offer you a top post in my new military. Oh, wie sieht denn die Besalung aus? Now there's a tantalizing offer. It's not like you have any real obligation to the church. Plus, it sounds like quite the thrill. I'm more of a hired sword than an officer. Which is why you're perfect. Hubert wants to recruit mercenaries such as yourself and form a new unit. I can't put some noble in command of them. That would be ill-advised. But they would listen to a capable fighter such as you. You're Hubert's first and only choice. I don't know if I really have the experience for it. But if you have that much faith in me, I won't let you down. Oh, wir dürfen nicht mal wählen. Okay, also keine alternative Route zur Edelgard-Route wie in Three Houses. Edelgard quickly arranges for her coronation, her eyes now fixed firmly on the monumental task laid out before her. All the while, the kingdom of Fargus is thrown into unrest over the right of succession, while the Leicester Alliance finds themselves pitted against an invading Almiran horde. Realizing the troubles of Fodlan will fall squarely on her young students' shoulders, Archbishop Rhea closes the Officers' Academy and permits her charges to return home. Mhm. Prolog Ende. Jetzt bin ich gespannt. Rote Flammen, der Konflikt beginnt. The struggle commences. Die Demo ist noch weiter? It is the end of 1181. 2 years have passed since the Officers' Academy closed its doors. Having ascended the throne of Adrestia, Edelgard has begun to enact sweeping change. The Holy Kingdom of Fargus now calls Dimitri its king, while Claude reigns over the Leicester Alliance. All 3 house leaders have found their wings as rulers of a new generation. With the whole of Fodlan still reeling from these rapid changes, Edelgard decides the time has come to usher in a new era. People of Fodlan, the Empire will stand by no longer. Together, we rise against a church that has become steeped in deception and corruption. Geht das so auch in Three Houses so? The church has used their doctrine to deny you power and reshape Fodlan as they see fit. Ja, man konnte eben, nachdem rausgekommen ist, dass Edelgard ihren eigenen Weg verfolgt, sich entscheiden, ob man ihr weiter folgen möchte oder ob man eben bei der Kirche bleiben möchte. Ich habe die Kamera jetzt bewusst nicht eingeblendet, weil ich das schöne Bild nicht überdecken wollte, aber ich wirkt ja eh nicht viel. Wie gesagt, konnte man wählen, ob man ihr weiter folgt oder eben bei Rhea bleibt und dementsprechend man einen 4. Weg geöffnet. Das ist ja ganz interessant. Aber das ging hier nicht, wie wir gesehen haben. They thrust upon you the illusion of nobility in order to oppress who they choose, and they helped create the kingdom and alliance as a pretext for war. Finally, they teased you with the promise of salvation from pain they themselves inflicted, and did so in the name of their own profit. Well, I say no more. The Empire has severed herself from their hypocrisy by restoring the Southern Church and nurturing her people's well-being. And today, we purge the world of their evil forever. We will retake Garrigmach from the Central Church and stamp out any nobles who abet its depravity. By my title as Emperor Edelgard von Hresfeld of Adrestia, I hereby declare war against the false Church of Seros. Oh ja. Ob das der beste Weg ist? And while they felt short, they were certainly eventful. The Empire has come far since we removed Arundel from power. We reformed the government, remedied our diplomatic troubles, and bolstered our military.
And most significantly, we gave strength to the Southern Church, creating the perfect wedge against the Church of Seros. A shame our bishop has become the target of relentless censure as a result. Why, the Central Church even targeted him for assassination. Poor Count Varley. It could not have happened to a finer man. And then there's the matter of Lord Arundel. What are he and his minions up to now? Slithering in the shadows of Fodlan, much as they have done for centuries. It will not be easy to drag such adept skulkers into the light. Perhaps not. Then for now, let's remain focused on the formidable adversary ahead. Did you call us here, Edelgard? It's good to see so many familiar faces. I did, and thank you for coming. This may be the first time I've seen all of you in the same room since the Officers' Academy closed. Likely, yes. We have all been rather busy marching down the separate paths life laid out for us. Or most of us have, anyway. Others, such as myself, managed to eschew work in favor of a more leisurely existence. Hey! I was working hard at staying in my room, but still. Father's been dreadfully busy, so he's never home. Which has been pretty nice, actually. I was returning home to Bridget. I finished my task, and now I have been returned here. Well enough. Now, as you know, the Empire will launch its attack on Garreg Mach in the coming days. Emperor Edelgard will lead the invasion personally. He wishes for those present to form the backbone of her army. And as it has been some time since Adrestia had an army under the direct command of the Emperor, I fear we currently lack for officers. I trust each of you, and can think of no candidates better suited for the job. Will you do this for me? So you've got other plans for my father's army, I take it? Well then count me in. I'm ready to go whenever. I would have been happy with a life serving you here in the capital. But if war is coming, I want to see it through myself. I'll go wherever you go, Your Majesty. Das Angebot voller Enthusiasmus annehmen, ja klar. I'm always ready. Plus, it's good to know I haven't been training this hard for nothing. I've high hopes for you, and trust you will prove the wisdom of my decision. Just you wait. I'm gonna hurdle clean over those high hopes and show you what I can really do. Oh, wir haben schon nach 0 Uhr. Der Bilderrahmen ist ausgegangen. Ups. Scheiße. Das passiert, wenn man Spaß hat. And with that, new Empire army, move out. Ferdinand, kindly leave the commanding and naming to me. Persönliche Informationen. Besitzer Stein des Raphael, Umgebung der großen Brücke von Myrdin. Die Demo ist echt verflucht lange, ey. Hier wird schon wieder 1 Stunde 40 aufgenommen. Sie haben dir aber ein schönes Zelt gegeben, oder? Scheint sich auszuzahlen, die Rolle der Kommandantin einzunehmen. Allerdings, hier läuft alles ganz anders ab, als in den kleinen Trupps, mit denen ich früher unterwegs war. Also beginnt das Spiel jetzt erst so richtig und das andere war halt wirklich nur Tutorial-Kram und der ganze Einführungsquatsch. Und jetzt sind wir wirklich richtig im Spiel. Boah, langer Prolog. Aber ich find's geil. Ich mag's. Jetzt habe ich einen Platz nur für mich, wo ich mich entspannt und meine Sachen in Ordnung halten kann. Das heißt vielleicht, dass sie sich eine Menge von dir versprechen. Möglicherweise sogar mehr, als man aufgrund deines Titels erwarten darf. Persönliches Quartier. In deinem persönlichen Quartier oben links auf der Minikarte des Basislagers kannst du dein Aussehen ändern und Dokumente ansehen, wenn du nahe dem Schreibtisch A drückst. Ich muss schon sagen, das ist wirklich ein beeindruckendes Lager. Hast du gesehen, wie viele Händler es hier gibt? Hier bist du fertig mit deiner Besichtigungstour. Ich glaube, ich habe gehört, dein Arbeitgeber heute gerufen hat. Basislager. Im Basislager bereitest du dich auf den Kampf vor. Du kannst mit deinen Verbündeten interagieren und allerlei Einrichtungen nutzen. Boah. Manuela ist jetzt spielbar. Oh, was? Die hat sich uns angeschlossen. Cool. Geritza ist jetzt spielbar. Cool. Ja, die haben sich mir wieder angeschlossen, ist mir schon klar.
Ich habe es ja gesehen. Einige einer neue Ausrüstung erhalten. Guck ich mir auch alles an bei Zeiten. Sehe erstmal hier hin zum Tagebuch. Reputation ausgeben. Oh nein, den Quatsch gibt es hier auch wieder. Aussehen der Einheiten ändern. Über die Option Aussehen ändern in deinem persönlichen Quartier kannst du das Aussehen deiner Einheiten ändern. Eine Änderung ihres Aussehens im Alltag wirkt sich auf ihre Erscheinung im Alltag aus. Eine Änderung ihrer Aussehens im Kampf. Bla 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 bla. Wie in Free Houses. Gut. Wir haben irgendwie noch 2 Sachen. Wollen wir noch nicht machen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Leute, wie es hier weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich werde noch mal eine Runde speichern jetzt. Erfolge. Es gibt ein ganzes Achievement-System. Oha. Ja gut, da werde ich noch viel Spaß mit haben. Und wie es hier weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. In dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Dabei sein, fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben, ein Abo, da würde mich sehr freuen. Das würde mir auch sehr helfen. Und ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal, euer Schrapsel. Ciao!